Auf Reisen muss man flexibel sein, denn es läuft oft nicht nach Plan. Und gerade diesmal zeigt uns die Natur wieder, dass mit ihr nicht zu spaßen ist. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Man sieht ja gar nichts mehr hier und es windet abartig. Wir müssen also umdisponieren. Doch in Mexiko gibt es definitiv genügend alternative Möglichkeiten, die eigenen Grenzen zu überwinden. Ah, okay. Und ich habe gesagt, ich werde sowas nie essen. Hallo zu einem neuen Vlog mit uns und schön euch dabei zu haben. Wir starten heute an einem ganz besonderen Ort, denn wir stehen hier seit 2 Tagen am Fuß des Vulkans Popocatépetl. Die Natur hier ist einfach magisch, gerade die Morgende, wenn noch der Raureif über den Pflanzen liegt und es richtig kalt ist. Aber diese Stimmung, man hört gar nichts, außer ein bisschen Natur. Ja, es ist traumhaft. Wir sind hier aber auch auf 3600 Metern über Meer. Entsprechend wachen wir auch morgens mit Kopfweh auf. Aber ja, wir hoffen, wir gewöhnen uns bald dran, denn wir wollen noch ein bisschen höher und noch eine andere Perspektive auf den Popocatépetl erhaschen, der sich jetzt gerade noch ein bisschen in den Wolken versteckt. Ja, also wir hoffen, dass das bald besser wird. Morgen. Guten Morgen. Oh, gibt's Kaffee? Ja, aber die Hälfte habe ich schon ausgeleert. Oh je. Dann freue ich mich über die restliche Hälfte. Ja. Boah, da ist man gemütlich am Kaffee trinken und auf einmal knallt es richtig laut. Ich dachte, das ist irgendwas aus dem Wald und dann hast du das gesehen? Ja, dass ich da habe so eine gesehen, wie Riesenwolke. schwarz das rausgekommen ist da aus dem Berg. Das ist krass. Also wir sind ja seit zwei Tagen hier und das kam nicht weiter als dieses kleine Fenster, wo ein bisschen blauer Himmel ist, bevor die Wolke wieder anfängt. Aber jetzt kommt es Das oben ist- drauf. Ja, und gerade kommt da hinten nochmal eine Wolke, die scheint jetzt nicht mehr ganz so groß zu sein, aber also ich wurde kurz ein bisschen nervös, Ja. muss ich ehrlich sagen. Ich bin es immer noch. Ja, aber ich meine, die Straße ist hier so katastrophal, man kommt hier nicht so schnell weg. Nee. Ist halt doch ein sehr aktiver Vulkan, also da kommt die ganze Zeit irgendwas raus. Aber so wie jetzt haben wir es die letzten Tage nicht gesehen. Und wenn man bedenkt, vor 4 Monaten musste hier die ganze Gegend evakuiert werden und sogar der Flughafen in Mexico City wurde gesperrt, weil da so viel Asche und Gase rausgekommen sind. Also ich glaube, mit dem ist nichts zu spaßen. Und es kommt die ganze Zeit noch mehr raus. Schon heftig sowas zu sehen, nicht? Ja, schon. Es flößt ganz schön Respekt ein. Meine Großeltern, die leben ja in Sizilien und Ätna habe ich schon etliche Male ausbrechen sehen. Aber so wie der hier, Boah. Das ist so krass, da kommt immer noch mehr Rauch raus. Es nimmt kein Ende und es geht mittlerweile bis da nach hinten. Also es zieht sich einmal quer über den ganzen Himmel. Wow, was für ein Morgen! ja, so hatten wir uns das gar nicht vorgestellt. Nein. Aber ja. ist auch ganz schön frisch. Ja, Also, die Sonne wärmt gerade wieder schön, aber es ist trotzdem noch kalt. Ja. Also, ich glaube, wir gehen langsam zum Van und wärmen uns auf.
Zumindest ist es hier im Van ein bisschen wärmer, aber nicht wirklich warm. Ist halt so in den Bergen. Aber auf jeden Fall möchten wir uns bei euch allen bedanken, dass ihr in den letzten Wochen richtig fleißig bei uns im Shop eingekauft habt. Wir waren überwältigt, wie viele Bestellungen reingekommen sind. Also nochmals Dankeschön. Und ja, die Tassen, die sind praktisch fast weg. Also es gibt noch ein paar wenige. Also wenn ihr noch ein paar Tassen möchtet, schaut doch unbedingt im Shop vorbei. Und es gibt noch eine große Neuigkeit. Wir haben im Verlauf des Jahres nämlich wieder einige Bilder zusammengetragen und so schwer ist uns auch viel, wir haben 13 Favoriten gefunden und die zu einem Kalender verarbeitet. Es ist, ja, die Leute vom letzten Jahr kennen es vielleicht, es ist ein Tischaufstellkalender mit einem Bild pro Monat, aber wir haben es ein bisschen angepasst. Wir haben nämlich euer Feedback sehr gerne angenommen und das Konzept ein bisschen abgeändert. Ich glaube, er ist richtig schön geworden und ja, somit ist der jetzt auch in unserem Shop erhältlich. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und wir hoffen, dass der Kalender euch im 2024 begleiten darf und einige Wohnzimmer, Büros oder vielleicht auch Campervans schmücken darf. So, aber jetzt würde ich sagen, räumen wir hier auf und kommen von hier los. Ja, in der Früh hat uns die Sonne noch ein bisschen angefangen zu wärmen, aber mittlerweile ist ganz schön grau. Ist zugezogen, ganz schön frisch. Nicht mal einen Popo sieht man mehr, also ein Popocatépetl. Das ist ja, den Popo, das ist der Spitzname, der hier verwendet wird. Den habe ich jetzt nicht einfach so erfunden. Ja. Wir fahren jetzt los. Es fängt gleich nach 5 Metern an schon holprig zu werden. Darum haben wir auch gleich die Luft rausgelassen, denn ja, die nächsten 40 Minuten etwa wird die Straße nicht besser, sondern eher im Gegenteil. Ich tue die Teller in meinen Kleiderschrank. Der Oberschrank hier, der geht immer wieder auf und wir haben Angst um unsere Teller. Also kommt ihr in den Schrank, weil der hält besser zu. Weiter geht's. Was für eine Kackstraße. Ich dachte erst noch so, ja cool, endlich mal wieder was anderes als Asphalt. Aber das ist einfach nur eine schlechte Straße. Die macht auch keinen Spaß zu fahren. Es schaukelt nur hin und her. Ich hoffe, wir sind bald da. Erster Zwischenhalt. Auf etwa halbem Weg ist hier das Visitor Center, denn unser weiterer Weg geht in den Nationalpark von Popocatépetl, Iztaccíhuatl und noch irgendwas. Das sind alles so komplizierte Namen hier. Auf jeden Fall müssen wir hier auch Eintritt zahlen und ja, mal sehen, was wir da alles sonst noch so für Infos kriegen. Una Sprinter. Notfallkontakt? Geben wir deine Mutter an? Ja. Okay. Es que puede recomendar para ver el Popo? So, das hat bestens geklappt. Sie haben uns auch gerade schon auf den zweiten Teil der Straße reingelassen. Wir haben auch den Eintritt bezahlt. Hier haben wir 2 schicke Armbänder dazu bekommen. Die müssen wir noch umlegen. Wir haben 232 Pesos, glaube ich, waren es, bezahlt. Das sind etwa 12 Euro, grob gerechnet. Ja, ist inklusive einer Übernachtung, denn ja, wir fahren heute jetzt mal hoch und die richtige Action startet dann morgen. Aber ja, auch diese Straße verspricht uns nicht allzu langweilig zu werden. Also fahren wir jetzt erstmal hoch. Wer ist froh, wenn wir endlich da sind? Ich. Ich auch. Endlich angekommen. Oh, ist ganz schön windig auch. Und wir sind hier auf 4000 Metern über Meer ungefähr.
Die Fahrt hierhin, die war echt nochmal eine Katastrophe. Also es waren niemals 40 Minuten insgesamt. Ich glaube, allein hier hoch waren es nochmal 40 Minuten. Und die Straße, also ja, es stört mich nicht, dass wir nur hier hoch und runter fahren müssen und dann ja diese Straße auslassen können. Ja, aber das hier ist das Ziel für heute. Es ist eigentlich der Wanderparkplatz für die Wanderungen hier nach hinten. Ich glaube, hier müsste er eigentlich sein, der Iztaccíhuatl. Dieser Berg, von dem aus man auch auf den Popocatépetl sieht. Der ist aber über 5000 Meter hoch und ich glaube, wir sind realistisch genug, um zu wissen, dass wir das nicht schaffen, dass das jetzt nicht unsere Ambition ist. Aber trotzdem wollen wir hier ein bisschen die Gegend erkunden. Das machen wir aber morgen. Heute bereiten wir uns noch vor, machen uns fertig und lassen den Rest des Tages ruhig angehen. Denn ja, 4000 Meter über Meer, ich glaube, da muss man sich auch noch mal ein bisschen akklimatisieren. Das machen wir jetzt. Morgen. Guten Morgen. Ja. Es ist viel zu früh. Oh. Eigentlich wollten wir jetzt aufstehen und uns langsam fertig machen, um ja, mit der Wanderung zu starten, aber man hört es. Es ist abartig windig zurzeit. Es schüttelt den Van auch richtig durch. Und da im Dunkeln in Bergen rumzulaufen, die wir nicht kennen, wenn es noch so windet und man schlecht sieht. Ja. Ich glaube, wir legen uns nochmal hin und hoffen, dass es ein bisschen besser wird, dass es nachlässt. Ja, das Lustige war ja, gestern haben wir noch beim Visitor Center nachgefragt, wie das Wetter aussieht. Mhm. Ja, und die meinten, ja, ist alles okay, aber ich glaube, die waren halt mit Fernsehschauen und nichts tun beschäftigt. Ja, ich meine, es hat auch geregnet die Nacht und ich will nicht wissen, wie das jetzt die Straße auch beeinflusst. Naja. Wir legen uns noch mal hin und dann schauen wir mal weiter. Nun ja, 4 Stunden später, das Wetter ist leider immer noch nicht besser geworden. Im Gegenteil, es windet richtig stark, der Regen hat nochmals zugenommen und Jessie will immer noch raus. Die ist nicht ganz dicht. Ja, aber ich glaube, wir gehen nicht mehr nochmals raus, weil also man hört es wahrscheinlich, wie sehr dass es windet. Und wir müssen nochmals die Straße runterfahren. Das war einfach eine Schlammpiste. Keine Ahnung, wie sich das jetzt entwickelt hat mit dem ganzen Regen. Ja, wird sicherlich noch spannend werden. Ich kann es doch nicht sein lassen. Ich muss einfach raus. Gerade ist wieder ein kurzes Fenster wahrscheinlich, wo es nicht voll regnet. Ah, es ist so krass, wie man sieht, wie der Nebel so sich bewegt und ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Der Wind ist ganz schön stark. Da sind noch ein paar andere verzweifelte Bergsteiger, die wollten eigentlich bis auf den Gipfel hoch und die haben jetzt komplett abgebrochen. So, mal sehen, was hier hinter dieser Kurve wartet. Die ursprünglich geplante Wanderung wäre Richtung Gipfel des Iztaccíhuatl gegangen. Also es wäre der gleiche Weg wie nach oben, aber unterwegs gibt es verschiedene Portillos heißen die, also sowas wie Tore, von wo aus man den Popocatépetl sehr gut sehen soll. Und das war eigentlich unser Ziel. Und unser Ziel war eigentlich, in der Dunkelheit loszulaufen und dann irgendwo bei Sonnenaufgang den Popocatépetl zu sehen, wie er raucht, sich einen Kaffee unterwegs zu machen. So eine richtig gemütliche Runde. Es war zwar trotzdem kalt gewesen, aber der Kaffee hätte schön gewärmt und ja, naja, kann nicht immer alles klappen. Na, wer sagt, sind immerhin der Blick ins Tal klart auf. Zum Berg sieht es immer noch so aus.
Da wäre der Berg. So, und wieder zurück. War ein kurzer Ausflug. Aber wir haben vereinbart, dass ich um 8:45 wieder da bin, damit sich Roberto keine Sorgen machen muss. Und ich bin 2 Minuten zu früh hier. Ja, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Man sieht ja gar nichts mehr hier und es windet abartig. Ja. Und es sind alle weggefahren, die hier waren. Es war auch total rutschig auf dem Weg. Ja. Also man muss es gar nicht erst probieren jetzt um die Zeit. Naja, rutschig wird es auch runter sein, jetzt wenn wir runterfahren. Ja, das ist ein anderer Spaß. Ja. Okay, dann fahren wir los, oder? Ja, los. Oh. Oh, Los. oh Mann. Wenn das nur gut kommt. Ja, also ich habe schon ein bisschen Bammel. Hilft irgendwie nicht wirklich. Ja, weil es draußen eklig ist. Ah. Oh, wir haben es geschafft. Da vorne ist das Visitor Center. Oh. Ja, zumindest das erste Stück haben wir geschafft. Ja, jetzt kommt noch der Rest, die Hauptstraße runter, ne? Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich am neuen Ort. Wir sind von den Bergen runtergefahren und ja, wir sind nur noch auf 2200 Meter und befinden uns in Cholula, auch ein Pueblo Mágico hier in Mexiko. Ja, und ihr hört, es ist ganz schön was los hier. Also sehen wir es uns an. ¿Y ese es tajín o Tajín Ah, y este es chile de árbol. Ah, okay. Und ich habe gesagt, ich werde sowas nie essen. Was ist es? Heuschrecken. Frittierte. Son fritos o Fritos. secos? Ah, frittierte Heuschrecken. Die hier sind neutral, dann gibt es noch mit Chili und mit Tajín und dann haben sie noch größere. Ich habe jetzt gesagt, ich will die allerkleinste zum Probieren. Ah ja, Wie Chips, oder? ja ähnlich, ist gar nicht so schlimm. Also ich glaube, die restlichen werde ich nicht essen, aber ist nicht so schlimm. Wenn ihr. Ja. Habe jetzt noch ein paar Erdnüsse bekommen. Finde ich gar nicht so schlecht zum Runterschlucken. Runterspülen. Die sind lecker. Wir haben ja auch das letzte Mal, als wir in Mexiko waren, einige Pueblos Mágicos besucht. Das sind über 100 Städte oder Dörfer, die für irgendein Merkmal besonders hervorgehoben werden. Und hier bei Cholula ist es vor allem die Kombination von präkolonialer und kolonialer Architektur. Und was das genau bedeutet, sehen wir uns natürlich auch noch an, beziehungsweise man sieht es eben gar nicht so gut, aber das ist eben das Spannende dran.
Und natürlich gibt es auch hier einen Markt, den wir einfach besuchen müssen. Hierher haben wir ganz viele Felder mit diesen Blumen gesehen und ja, hier in der Stadt sieht man sie fast überall. Sie werden ein sehr wichtiger Bestandteil sein von Festlichkeiten, die in ein paar Tagen stattfinden. Aber wir verraten noch nicht was. Nee, wir verraten noch nicht was, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig und besonders die orangenen Blumen wird man jetzt überall sehen. Himmel. Ich habe das so vermisst, diese Märkte. Und hier geben sie einem einfach was zu probieren. Ich habe gefragt, wie das heißt, weil ich diese Frucht noch nie gesehen habe. Ciruela ist es. Ciruela. Ciruela, hat sie gesagt. Oder? Nicht Ciruela. Ciruela. Okay, für mich klingt beides gleich. Ich habe wieder keinen Plan. So ähnlich. Ja, und dann gibt es einfach zum Probieren. Nach was schmeckt es? Es ist schwierig zu sagen. Es ist leicht säuerlich, aber eigentlich schon süßlich und es hat so ein bisschen mehlige Konsistenz. Und gefühlt 80% davon ist einfach ein großer Kern. Aber ja, ich muss jetzt schauen, wie ich jetzt die Sauerei hier wieder loswerde. Aber ja, voll cool. Oh, ich bin wieder voll happy hier. Oh, das ist diese Vielfalt wieder, was man da alles sieht. Ich weiß nicht, so verschiedene Sorten von Bananen, Zuckerrohr. Also man merkt richtig, dass man wieder mehr in den Süden kommt und oh, da geht einem das Herz auf. Sometimes when I try to reason, you don't seem to listen at all. I don't know if it's just a feeling. Ach, das ist hier wieder so schön in Mexiko zu sein. Also USA hat uns ja richtig gut gefallen, also überhaupt nichts Schlechtes zu sagen, aber hier sind die Menschen wieder so freundlich und alles, keine Ahnung, ich fühle mich wie zu Hause. Du nicht? Ja, schon. Aber man sieht richtig, wie du hier aufgehst. Ja. Mit den Leuten, man kommt ins Gespräch, schon ganz anders. Ja. Und noch eine Sache müssen wir jetzt hier noch besuchen, oder? Unbedingt. Also los. Puh, also ich glaube, die Bergwanderung, die wir vor ein paar Tagen wollten, die holen wir uns jetzt ab, denn ja, es geht ganz schön bergauf. Aber wenigstens sehen wir diesmal den Popocatépetl. Er ist hier hinten, von hier hat man eine relativ gute Aussicht auf den. Aber eigentlich ist das Ziel was anderes, nämlich eine Kirche, ein Santuario. Aber es ist nicht nur irgendeine Kirche. It's like we were made for all the perfect moments like these. I just want us to get more and forever all of the time. You'll be mine. Das Besondere an dieser Kirche ist, dass sie eben ja eigentlich gar nicht so besonders ist an sich, sondern weil sie eben auf einer Pyramide steht. Das Grüne hier rundherum ist eigentlich eine Pyramide, die verwandt ist auch mit der Pyramide aus Teotihuacan, wo wir ja im letzten Video waren. Die Architektur ist verwandt, aber auch mit Einflüssen von der Küste. Und die Basis ist 450 Meter lang. Würde man also diese Pyramide ausgraben, wäre es die größte Pyramide weltweit. Aber die Kirche steht unter Denkmalschutz, also dürfen Sie die Pyramide drunter nicht angreifen. Ja, man sieht nur kleine Ausschnitte davon, aber auf jeden Fall ist das einzigartig, würde ich sagen. Man hat eine richtig schöne Aussicht auf die ganze Stadt. Auf die ganze Stadt, auf den Popocatépetl, auf den Ista, auf alles. Eine Sache, die man heute leider nicht so gut sieht, ist, dass auf dem Vulkan, also auf dem Popocatépetl, Schnee liegt. Ja, wir waren ja vor ein paar Tagen da und bei uns hat es geregnet. Wir waren aber nur auf 4000 Meter. Da oben auf über 5000 ja, ist der Schnee runtergekommen.
It's like we were made for all the perfect moments like these. I just want us to get more and forever all of the time. Ach, der Popo will einfach nicht. Alles, was mit ihm zu tun hat, ist irgendwie schief gelaufen. Ja. Auf dem Berg, hier in der Stadt sieht man ihn nicht. Naja, man kann nicht alles planen und ja, ist halt so auf einer Reise. Genau, gehört Oder? dazu. Ich würde sagen, es war ja aber trotzdem auch richtig schön. Also Ja. in den Bergen. Und hier Cholula hat mir auch richtig gut gefallen. Und die Menschen, die wir hier kennengelernt haben. Auf jeden Fall. Ja, aber ja, ich würde sagen, wir beenden dieses Video. Schaut doch unbedingt bei uns im Shop vorbei. Ja, wir würden uns sehr freuen. Und wenn ihr auch kein weiteres Video mit uns verpassen wollt, abonniert doch den Kanal, ihr würdet uns damit unterstützen und ihr seid dann immer up to date. Also, bis dann. Bis dann, hasta luego! Haben wir hier einen Blick auf den Popocatépetl. Hier hinten ist er. Man Oh, sieht ihn nicht. Man sieht ihn nicht. Zuerst Regen und jetzt all diese scheiß Mist, Mücken. Boah.